Be careful, I'm not sure. Be careful, I'm not sure about this rope. 10% Regenwahrscheinlichkeit. Und jetzt geht's los. Genau vor der schwierigsten Stelle. Nicht so cool. Okay, I'm saying one word, you have to say a word. Okay. Love. Mountains. Belief. In God. And hope. We will survive. Wow, was da hey, schräg da unten für Äste wachsen. British Columbia. Irgendwo in der Wildnis der Coastal Mountains. Eine dicht bewaldete und von vielen Fjorden unterbrochene Bergkette der kanadischen Westküste. Den westlichen Hängen steigt feuchte Meeresluft empor und verursacht kaum zugängliche Regenwälder und mitunter den heftigsten Regen- und Schneeniederschlag ganz Nordamerikas. Die Gipfel sind stark vergletschert. Hier sind die größten Mildbreitengrad-Eisfelder der Welt beheimatet. Ein Naturspektakel, das seinesgleichen sucht. Die Coastal Mountains sind von Menschen großteils unberührt und zählen zu den artenreichsten Ökosystemen der Nordhalbkugel. Auf der gesamten Länge von 1600 Kilometern werden sie nur zweimal von Straßen durchquert. Die Wegstrecke wurde laut unseren Informationen noch nie von jemandem beschritten und soll den Namen Valentin-Alge-Route tragen, in Gedenken an einen 2018 tragisch verunglückten Bergfreund. Gestartet wird von Port Mellon, bis wir eine Woche später mit einer Fähre in Richtung Earls Cove aufbrechen. Zuvor aber warten 130 Kilometer und insgesamt etwa 12.000 Höhenmeter Wildnis auf uns. Starke Regenfälle und Gewitter sollen uns die nächsten Tage begleiten. This is Canada. Wow. $3 Dollarama, baby. So I can open it here. I can open it here. This is even the exclusive version. I don't have sleeves, but for a $3 poncho, Highly equipped. this is pretty sweet. Mit dabei im Gepäck sind bis zu 35 Kilogramm schwere Rucksäcke, bepackt mit Zelten, Steigeisen, Kletterseilen und großen Mengen Erdnussbutter. Bärenspray soll gegen Grizzlies und Schwarzbären schützen. Weiter? Boah, ist das ein schwerer Rucksack. Okay. Aufpassen, nicht. Wow. Alter Schwede, du musst wieder Action-Cam da. Wir, das sind 14 begeisterte und abenteuerlustige Menschen unterschiedlichster Nationen. Unsere Expedition steht unter der Schirmherrschaft von Adventure and Faith, einer Initiative, die Menschen durch Gemeinschaftserfahrungen in der Natur zu Höherem inspirieren möchte. Im Fokus stehen neben Entdeckungsreisen vor allem Glaube und Gemeinschaft, die Vertiefung der Beziehung mit Gott und sich selbst. Die Menschen sollen etwas von dem erfahren, das sich mit dem Leitsatz „Größe beginnt außerhalb deiner Komfortzone" definiert. Doch warum nehmen Menschen nur solche Strapazen auf sich? Die ewig weit erstreckenden Bergkämme verheißen atemberaubend zu werden. Doch der Weg dorthin ist weit und beschwerlich und es bedarf eines tagelangen Marsches durch Kanadas Regenwälder mittels Bushwhacking. Und wie mühsam das ist, zeigt, dass man kaum einen Kanadier überzeugen konnte, uns beim Bushwhacking zu begleiten.
Stellen Sie sich vor, durch eine Wand von 3 Meter hohen, dornenreich verwachsenen Brombeerbüschen zu laufen. So Father George, do you feel at home now? Yes. Yeah? Außerdem kann sich ein Europäer die Black Flies und Mückenschwärme erst dann vorstellen, wenn er sie vor Ort erlebt hat. Übrigens, ein ausgewachsenes Grizzly-Männchen kann eine Körperhöhe von bis zu 4 Metern erreichen. Und für Schwarzbären ist das Klettern auf Bäume eine Leichtigkeit. Aus diesem Grund wird empfohlen, den Reiseproviant 4 Meter über der Erde und wenigstens 2 Meter vom Baumstamm entfernt aufzuhängen. Ein keineswegs beruhigender Umstand. Und dennoch scheint sich alles irgendwie zu lohnen. Womöglich bietet das Thema der Reise eine genauere Antwort. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach dem wahrhaft Guten, nach authentischer Schönheit, etwas Unverfälschtem, das uns in die tiefste Wildnis zieht. Wir sind allemal bereit, dieses Wagnis einzugehen. Auf der Suche nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen. Gleich am 2. Tag werden wir mit dem Thema der Wahrheit konfrontiert. Es sollte unser einfachster Tag werden, ohne gröbere Schwierigkeiten. Vor uns steht ein eher kleiner Berg. Die Herausforderung scheint überschaubar. Doch wir müssen feststellen, dass der Dauerregen den Boden unter unseren Füßen sehr aufgeweicht und uneben gemacht hat. Mit dem schweren Gepäck könnte dies zum Problem werden. Ich hasse es so viel. Schau dir das an, da bei dem Regenschutz, das schaut die Armhaare schon durch, so nass ist das schon. Ach so, ja, aber das ist bei mir genauso, das liegt einfach an. Das ist High-Level Dollarama-Qualität, das ist nicht irgendwas. Regennasse übereinander liegende Felsbrocken sowie dichtes Waldgestrüpp bilden förmlich eine gemeinsame Allianz, die uns versucht, am Weiterkommen zu hindern. Das steile Terrain hat stellenweise ein Gefälle von bis zu 40 Grad. Heute aufgestanden im Regen, tipptopp, wunderbar. Dann gegangen, jetzt die letzten, glaube ich, 6-7 Stunden dann über den Berg drüber gewählt. Bushwhacking sind ungefähr 2 Kilometer gegangen in 7 Stunden, wenn überhaupt, oder 1 Kilometer. Jetzt sind wir da angekommen, in 40 Minuten wird es dunkel. Dominik hat sein Zelt verloren. Irgendwo in den letzten 11 Stunden unserer Wanderung muss das Zelt zurückgeblieben sein. Es ist fast 21 Uhr und wir hängen immer noch inmitten des Hanges in Kanadas Wildnis fest. Eine heikle Situation, denn in diesen Breitengraden fällt die Temperatur nachts drastisch ab. Ein Weiterwandern wäre in der Dunkelheit zu gefährlich. Doch inmitten der Felsen können wir nicht bleiben. Dem Führungsteam beginnt nun klar zu werden, dass wir in diesem Tempo in 7 Tagen auf keinen Fall die Stelle erreichen werden, wo wir unsere Lebensmittel am Vancouver Bay in Jervis Inlet aufstocken wollten. Alternativrouten sind rar. Ich habe wirklich gesagt, ich glaube der Max oder so, ja, wir müssen da jetzt schlafen. Und ich habe gedacht, das ist keine Option. Ich meine, da gehen wir lieber in den Wald rüber. Und nachdem alles überbläxt war, habe ich gedacht, gut, ich sage jetzt einfach irgendwas und teile Leute ein, weil wenn die Leute was zum Tun haben, dann denken sie nicht darüber nach, wie schlecht es ihnen eigentlich gerade geht. Und habe dann gesagt, okay, passt, viele Leute gehen zurück, die anderen 2 gehen vor, der Rest macht Pause und geht danach. Und das hat, glaube ich, dann auch recht gut so hingehört eigentlich, was ich jetzt so raushöre. Nicht einmal eine Stunde später ereilt uns die erfreuliche Botschaft. Das Zelt wurde gefunden. Und so auch unsere verloren geglaubte Stimmung. Und dennoch, die letzten 200 Höhenmeter erweisen sich als die schwierigsten. Wie gesagt, ich würde sagen einfach, wir beißen jetzt noch durch, weil im Wald schlafen ist keine Option. Ja. Der Paul, Max, du und ich, wir gehen vor, weil wenn ihr 3-mal durchgegangen seid, dann steht ja immer viel vom Busch. Dann können die anderen auch hinten durch.
und die Rest muss einfach durchbeißen. Da kann man knapp im Dunkeln an, Zelte aufstellen, fertig, Lager ist fertig. Ja? Sei uns ein bisschen wohlgesonnen als dieser Scheißbusch. Das Entscheidende ist, die Situation zu akzeptieren, in der man sich befindet. Die Annahme der Wirklichkeit. Genau darum geht es bei der Wahrheit. Nicht unser Denken bestimmt die Wirklichkeit, sondern sie ist es, die unser Denken bestimmen sollte. Heute mussten wir den beschwerlichen Weg als Wahrheit akzeptieren. Beklagen hätte uns allen nichts gebracht. Wie heißt dieser bekannte Spruch? Wer viel nachträgt, hat viel zu schleppen. Seltsam, dass wir das im realen Leben so oft vergessen. Wahrheit verlangt eine hinreichende Dosis an Demut. Schwer vorzustellen, man könne problemlos die Wirklichkeit verneinen oder manipulieren. Aber wir sind nicht Gott. Und Gott sei Dank müssen wir dies auch nicht sein. Jesus Christus würde es wahrscheinlich so formulieren: Die Wahrheit wird uns frei machen. Und dann, voller Erleichterung, schlagen wir unsere Zelte am Fuße eines Baches auf. Tag 2 der Expedition ist endlich geschafft. He's wild. But that's a good idea too. Air your feet. Out of the comfort zone heißt jetzt nicht, dass man die ganze Zeit am Limit ist, sondern man macht halt was man normalerweise nicht machen würde, aber es geht dann genauso. Weißt du, ich meine, wir sind jetzt nicht die ganze Zeit am Leiden, nur weil wir verschwitzt und verkratzt und so weiter sind. Und trotzdem ist es aber jenseits der normalen Comfortzone. Jetzt ist es echt ein schöner Regenerationswalk eigentlich, oder? Ja. Indem du aus deiner Komfortzone herausgehst, erweitert sie sich. Ja. Voll. Das ist ja genau das stimmt. Das ist das. Sie wird dann größer und deswegen gewinnst du Sicherheit. Ja. Weil du weißt, hey, das lockt mich nicht mehr aus der Reserve. Ja, das stimmt, ja. Voll. Weil ich kenne es jetzt eh schon. Ja. Ja. For us as Christians, it's great to remember that, again and again, that God isn't far away. I don't have to travel to a faraway sea. I don't have to travel across the ocean. I don't have to go anywhere. He's here, and He's here right now. Ich habe den Tag auch körperlich irgendwie eben nicht so anstrengend gefunden, weil es ist mit der Forststraße losgegangen. Und ich war irgendwie voll froh, dass ich erstmalig, glaube ich, ganz zufrieden war mit dem Rucksack und es war irgendwie nicht so ein Drama in der Früh, den anzuziehen und irgendwie, es war nicht so schwer. Aber was dann wirklich echt schwer für mich war eben dieser Moment, wo mir mein Zeug weggenommen wurde, wo irgendwie okay Marie, du bist zu langsam. Und das war dann echt eine mentale Herausforderung. Es hat dann eine Zeit lang gebraucht,
Und dann am Abend habe ich wirklich gemerkt, okay, es war mein Stolz, der da angekratzt wurde, und es ist irgendwie, irgendwann muss man begreifen, es geht nicht immer um einen selber. Und dieser Holzfäller, den wir getroffen haben, und der sagt, ja, da durch den Wald, wir haben schon geglaubt, dass es wieder Buschweg ging, und er sagt, nein, da gibt es eher einen Trail, ist kein Problem. Da sind letztens welche mit Mountainbikes durchgefahren. Ich weiß nicht, wo die gefahren sind mit den Mountainbikes, aber sicher nicht durch den Wald. Da war nämlich überhaupt kein Trail. Da waren so Pflanzen mit einem Meter Durchmesser, was du nur aus einem Dschungelfilm kennst, irgendwas. Und ich habe mir gedacht, okay, passt, nicht so schlimm, wenigstens keine Bäume, die da quer da sind, ist ja schon mal was. Und dann merke ich aber, wenn meine Hose nicht von oben nach unten nass wird, sondern von unten nach oben immer mehr. Und denke mir so, gut, es regnet nicht, ich werde trotzdem nass. Schön. Hoffentlich geht das nicht so weiter die nächsten paar Tage. Wie geht's, Julia? Wie die Viecher! Das Gute wird häufig mit dem ethischen Begriff der Moral assoziiert. Mit tugendhaften Normen, wie was zu tun wäre. Auf den ersten Blick erscheint die Moral unsere Freiheit einzuschränken. Jeder unserer Gefährten bringt unterschiedliche Talente und Begabungen mit sich, die der Gruppe sehr zugutekommen. So etwa auch Benny und Max, zwei unserer besser geübten Seiltechnikkenner. Durch ihren Einsatz gelingt es, die Gruppe voranzubringen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für das, was jedem persönlich geschenkt ist. Die Flucht vor Verantwortung und das Ignorieren der eigenen Fähigkeiten und Talente definiert die Bibel als Sünde oder Missbrauch der Freiheit. Es ist bezeichnend, dass im Schuldbekenntnis des katholischen Gottesdienstes die Unterlassungssünde zuerst behandelt wird. Man bittet um Vergebung, vor allem für das nicht getätigte Gute, zu dem man sich von innen her berufen fühlt. Man bittet um Verzeihung für die Flucht in die Verantwortungslosigkeit. Nur wer liebt, übernimmt Verantwortung. Der Egoist fürchtet sich und flieht davon. Verantwortung hat immer etwas mit Freiheit zu tun. Sie ist also die Konsequenz von Freiheit. Je größer die Freiheit, etwas zu tun, desto größer auch die Verantwortung, aber desto größer die Liebesfähigkeit. Vielleicht ist das die Ursache, warum Zurückweisung von Verantwortung gerade in Beziehungen so verletzend sein kann.
So it's supposed to rain all day tomorrow, and then it's supposed to get nice again. So we stay here all day. The question is, Maybe. we are now 1 day late, right? Exactly 1 day. Exactly 1 day late. Yeah? Okay, but if you do wait one more day here, wait out the rain, We we're are gonna 2 be days 2 late. days late. Yeah. Can we do like the shorter route and then go on the other side of the inlet and still make it if we are 2 days late? Yes, should be possible, I guess. And because I think then that's the best option. Yeah. But if we stay tomorrow here, we have just 2 days more, right? And food also, we have to think For about the food. Also ganz kurz der Plan für heute. Wir nutzen diesen Tag, dieses Geschenk des Regens dafür, dass wir uns ein bisschen regenerieren können und erholen können, wieder zu Kräften kommen können. Wie gesagt, der nächste Step wäre die Ridge. Das ist einfach zu gefährlich bei Regen, das heißt, heute bleiben wir hier und nutzen den Tag. Nutzen den Tag eben auch zur Reflexion. Schaut, dass ihr euch Ruhezeit nehmt. Ich werde es auch so machen, dass ich vielleicht heute nicht alles von meiner Tagesration aufesse. Dann haben wir, falls wir wirklich länger brauchen sollten, noch ein bisschen Puffer. Ist sicher nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen auch vordenken. Genau, und der Plan wäre, dass wir dann morgen, das Wetter schöner ist und morgen dann weitergehen können. Ein bisschen müde sind wir alle, glaube ich, vom Nichtstun oder vom ständigen Herumliegen. Aber ja, also ich versuche, dass ich die Zeit nutze. Ich war immer schon sehr lange im Gebet und jetzt schaue ich, dass ich ein bisschen Tagebuch nachschreibe und die Fragen von unserem Attention Fate Häppchen abarbeite bzw. ein bisschen drüber meditiere. Genau, also es tut wirklich ganz gut, einmal ein bisschen Stille zu haben und wirklich Zeit auch für die Reflexion zu haben. Das ist mir jetzt die letzten Tage abgegangen. Bisschen regnet es doch halt. Another rainy, gloomy day, surrounded by colors, but all I see is gray. My expectations, they came differently. Stepped into the wild, yet it's not enough. I don't feel mediocrity's a theme. Maybe that's the moment I should believe that he comforts me but still needs the chance to grow what I really need. Get out, be brave, behold what lesson this will be. What are you fearing to lose? There is always a freedom from and a freedom for. The best is what I'm looking for. Decisions' impact can be great, great enough to change my whole world. Outside the comfort I can be free, free from myself, free for myself. Get out, be brave, behold what lesson this will be. What are you fearing to lose? There is always a freedom from and a freedom for. The best is what I'm looking for. Und nass. Und wenn ich mich jetzt ausziehe und ins Zelt gehe, ist drinnen auch alles nass. Also bleibe ich lieber draußen. Ich musste vorhin so schmunzeln, ich finde es sehr stylisch, hier den Zahnbürstel, den Holzzahnbürstel, das da draußen hängt. Get out, be brave, behold
what lesson this will be. What are you fearing to lose? There is always a freedom from and the freedom for. The best is what I'm looking for. Was sagst du, Julia? Ich freue mich. Ich freue mich am Berg. Berg hier jetzt gesehen, 2 Drittel sind Gemüse, so wie wir es die letzten Tage immer hatten, relativ steil, aber das ist gut machbar. Da gehen wir einfach eng gemeinsam. Benny geht vor, ich gehe ganz hinten und wir gehen bis so weit hoch, bis wir ein Seil fixiert haben. An diesem Seil zeigen wir euch nochmal, wie man eine Brusigschlinge legt. Die machen wir am Seil fest und dann gehen wir immer in Zweierteams, Benny voran, zum Gipfel hoch. Wow! Nein! Das wurde auch noch. Du hast es ja nur für die Kamera gemacht, gibst du. Nur. Was man nicht alles tut. Nur für den Film. Weil das hier könnte der Kopf sein und das ist der ganze Körper. Voll. Und das ist ja alles Blut. Ist das Blut? Ja. Oder ist irgendwie eine Erosion oder so? Ja, sicher nicht. Kopf, ne? Ja, Kopf. Und da vorbei haben wir den Körper. Willst du Depper, das ist ein Teil. Ich glaube, das rennt auf dich zu, das Ding. Gib dir das. Not bad. Also Maßen haben wir wirklich gar nicht. Bei 10% Regenwahrscheinlichkeit könnte es auch einfach nicht regnen. Schönheit fasziniert und berührt uns. Sie bringt uns in Kontakt mit unseren tiefsten Sehnsüchten und lässt uns spüren, dass wir existieren. Das Wahrnehmen der Schönheit bedarf einer gewissen Fähigkeit, der Selbstbesinnung, der Selbstbetrachtung und Vertiefung. Ein einfacher Blick auf die Wirklichkeit unter dem Einfluss der Liebe. Liebe hat etwas mit Zweckfreiheit zu tun, ohne Hoffnung auf Gegenleistungen.
Zweckfreie Liebe lässt tiefer in die Dinge und andere Menschen hineinblicken und befreit. Gier reduziert das Blickfeld auf das, was Objekt der Begierde ist. Deswegen sagte einst Johannes Paul II., dass beispielsweise die Pornografie nicht zu viel, sondern zu wenig zeigt. Ein Blick für die Schönheit haben heißt, den Blick auf das Ganze zu lenken. Ja, Kanada hat uns einmal mehr in Kontakt mit dem Wesen der Natur gebracht. Und selbst der Regen war nur Ausdruck ihrer unbedingbaren Schönheit. Wir waren gekommen, um zu lernen, wie die Natur ist und sie so anzunehmen, mit all ihrer Wildheit, Unberechenbarkeit, Schönheit. Wir wollten lernen, uns an dem zu erfreuen, was uns geschenkt wird. Sei es die Schönheit eines Herzens, das anderen eine Freude macht, oder die Wärme und Geborgenheit eines gemeinsamen Abendessens am Lagerfeuer. Eine gemeinsame Reise führt zusehends dazu, dass man beginnt, einander kennen und sehen zu lernen, sogar mehr als so manch langjährigen Freund. Außergewöhnlich. Und gerade diese tiefen, zweckfreien Begegnungen eröffneten uns Wege, die Schönheit Gottes nicht nur in der Natur, sondern auch in unserem Gegenüber zu erkennen. Nur die Liebe erkennt die Schönheit und nur die Liebe entfaltet sie. Also ein richtiges Steak wäre jetzt auch gut. Boah, stell dir das mal vor, am Lagerfeuer. Oh. Oder wir stehen ohne Bier dazu. Oh Gott. Könnt ihr bitte aufhören? Das ist nicht zum Aushalten. Immer der spricht, gell? Nehmen wir die Rucksäcke auf. Wie schmeckt's? Wer geht jetzt voran? Scheußlich, aber es ist Protein und es ist gut für meine Muskeln. Aber trotzdem jeden Tag zweimal. Boah. Today I make a point to face reality full on. The moment I say yes sincerely, all my fears are gone. And now my heart is free to feel a joy I didn't know. I didn't dare to dream beyond which limits I could grow. It's clear now that I'm here for something way bigger than me. There's beauty all around me that I didn't care to see. My fears are gone, I'll face reality full on. Also ein Grund, warum ich auch sicher gern hierher gekommen bin, abgesehen von den Leuten, und dass es etwas Einmaliges ist und Grenzen überschreitet, auch bei mir jetzt gerade, halt eher mehr mit dem Wetter als mit dem Gehen. Ist auch, dass ich drauf gekommen bin, weil ich immer wieder Stress hatte zu Hause mit was will ich, wo ist mein Weg und sonstiges. Und ich glaube, ich habe bemerkt, dass es mal, also das, was ich gerade mache, es passt und ich mache mir immer unnötig Stress. Und es macht mir viel Freude, weil ich es jetzt mehr wertschätzen kann. Und es ist einfach, vielleicht auch durch den Abstand, merke, dass ich es in gewisser Weise vermisse,
Aber nicht so, dass ich sage, oh, ich will jetzt unbedingt weg. Sondern einfach, dass es Sachen sind oder Gewohnheiten, sei es jetzt das Kickboxen oder Gebetskreis, oder Sachen, die man einfach wöchentlich macht. Ich merke, die geben mir schon eine Freude und eine Ausgeglichenheit. Und ich glaube, die Zeit darf ich mir auch dafür nehmen. Und was ich sicher ab und zu hinterfragt habe. Oh yeah, das ist der Spruch von der Beatrice! I didn't want to do this! Okay. That's not what I wanted to do! Drei, zwei, eins! Deppert, du kriegst einen Gehörsturz erst. My fears are gone, I'll face reality full on. Allmählich überkommt uns die Erschöpfung und es beginnt zunehmend gefährlich zu werden. Hast auf einmal, hey, wir müssen stehen bleiben, die Julia hat sich verletzt. Und ich habe mir so gedacht, so scheiße, jetzt verletzt sich auch noch jemand und wir sind in diesem mühsamen Terrain. Dann haben wir zusammengewartet, dann war klar, okay, sie ist umgeknöchelt, es war so ein bisschen schon angeschwollen und es war dann eben von der Untersuchung her schnell klar, dass sich einfach eines der Außenbänder am Knöchel gezerrt oder angerissen hat. Keine Katastrophe, aber so, dass man sich noch langsamer fortbewegt eigentlich. Okay. Dann war das, dann gehen wir weiter, dann knöchelt auf einmal die Beatrice um. Dann war es so, hey Leute, was irgendwie, jetzt knöchelt noch einer um. Ja? Sie ist aber im Schuh drin geblieben, sie hat gemeint, na, sie hat vom Gefühl her, sie glaubt, dass sie einfach sich ein bisschen gezerrt hat, das hat geknackst, aber es passt, okay. Da haben wir dann gar nicht groß untersucht, weil sie auch voll belasten konnte. Dann sind wir weitergegangen und auf einmal her hinter mir, ah! Und dann drehe ich mich um und dann war da eben der Paul und der Pater George und der Paul hatte einfach seinen Unterschenkel eingeklemmt zwischen zwei riesen Steine und dann bin ich wieder hingelaufen und dann ist der Stein weg und dann ja, dann hat er halt einfach, war der Fuß halt eingequetscht gewesen, weil mit dem Knochen war nichts. Und dann war ich innerlich schon so sauer, weil ich mir gedacht habe, hey, scheiße, es ist einfach zu schwer für die Gruppe. Das war das, was ich mir 2 Tage davor schon gedacht habe, bei dieser steilen Stelle, bevor wir zu diesem kleinen Lake gekommen sind. Es ist zu schwer. Ja? Und wenn es zu schwer ist, dann hat das nichts mehr mit Out of my Comfort Zone zu tun, sondern dann ist es einfach Gesundheit riskieren. Ja? Genauso gut, genau. Und das waren die Gedanken, die in mir vorgegangen sind. Ja? Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man ja diskutieren, aber ich habe mir gedacht, es ist einfach zu schweres Terrain. Deswegen sind wir immer zu langsam, kommen immer zu spät an und es verletzen sich jetzt auch noch Leute. Ja? Dann sind wir weiter, dann sind wir wieder in so Busch rein und der Busch war so dicht, dass wir wieder super langsam vorangekommen sind. Es war schon wieder 9 oder so am Abend, wir sind ja um 7 losgegangen und dann waren wir an einem mega beschissenen Lagerplatz. Und dann haben wir da alle zusammengewartet und war so die Idee, okay, wir müssen hier zelteln. Und dann sind wir eben alle da gesessen und immer so gedacht, so, nein, das kann es nicht sein. Und dann hieß es, okay, wir gehen jetzt nochmal ausspähen, ob wir woanders schlafen können. Und dann hieß es eigentlich, wir schauen noch zu einem anderen See, schauen, ob wir da noch hinkommen. Und dann war ich war aber schon so in diesem negativen Gedanken gut drin und so, ich war so innerlich so wütend irgendwie. Ja. Max und Benny eilen voraus, um einen geeigneten Platz für die Zelte zu finden. Wie wir nachher erfahren werden, kam es zwischen den beiden in dieser angespannten Situation zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und gerade als die Situation begann, aus dem Ruder zu laufen, bat Max seinen Kollegen um Verzeihung. Ein Akt, mit dem selbst Benny nie gerechnet hätte. Das Gute konnte hier neu entstehen, weil einer die Verantwortung für das eigene Tun übernommen hatte. So konnte wieder gut werden, was kurz vor dem Zerbrechen war. Und dann haben wir da oben diesen Fight gehabt, ja, den ich begonnen habe.
dann sind wir wieder runter und dann ist der Benny woanders gesessen. Dann bin ich zum Benny hin und habe gesagt so, hey du, wir schaffen es schon und so. Und dann hat er eben gesagt so, Max, du hast da oben kein einziges normales Wort gesagt. Mir geht es einfach ums Prinzip, was soll das und so weiter. Und dann, genau in diesem Ding war dann irgendwie so, stimmt, er hat total recht. Und dann habe ich gesagt, hey Benny, tut mir total leid. Dafür entschuldige ich mich jetzt. Und dann war der Benny so, okay, passt, hat das auch genommen. Und das war wahrscheinlich so ein Lichtblick in diesem Tag, den ich eigentlich als Scheitern empfinde. Ja. Dann sind wir rauf und haben oben gezeltelt. Und es war ein wunderschöner Platz und ich habe bloß gedacht, hey, wenn ich nicht so negativ in meinen Gedanken wäre, hätte ich es wahrscheinlich total genießen können, diese Wildheit. Aber ja, ich war da einfach so wütend innerlich, dass ich es leider nicht habe genießen können. Und ja, genau, das war mein Tag. Schau dir das an, bitte. Was da allein mein Handschuh. Wasser ist komplett nass, mein Handy lebt noch. Gut, jetzt sind wir da oben. Wir haben nur noch einen Kilometer bis zur Straße, aber es zahlt sich gerade wieder gewaltig. Da ist sie. Da ist eine Markierung. Ich pack es nicht. Wir sind wieder am Weg! Und Anführungszeichen. Eine der vielen tiefen und lehrreichen Erfahrungen, die wir auf dieser Reise machen durften. Auch wenn gleich zu Beginn unsere gesamte Expedition auf Messerschneide gestanden hatte, so waren wir doch alle auch dazu bereit gewesen, dieses Mal zu scheitern. Nicht, weil wir das Ziel in Powell River verpasst hätten, sondern weil wir am Ende nicht ganz dorthin gekommen wären, wo wir hin wollten. Genauso wie im Alltagsleben. Das Abenteuer trägt eben auch so manches Risiko in sich. Das Risiko des Unerwarteten. Das Risiko zu scheitern. Das hatte uns die Natur gelehrt. Man sagt, Gott könne auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und der Weg nach vorne läuft nicht über das Festhalten an vergangenem Unglück, sondern über das Erkennen und Nutzen von Möglichkeiten in jedem Moment, den uns das Leben beschert. Kanada, wir kommen wieder. Father George, and you are beautiful. We follow you in all eternity. La 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 la, la 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 la. Glaciers and valleys, streams and wilderness, all these I've overcome. And through the trials, the fellowship almost made it feel like home. The beauty, the goodness, and the truth, this is where I'm finding you. But from the beginning until the end, I was trying to just get through. And now at the top, beholding all below, and that which is up above is all I want to know. Within my soul a fire that can only be inflamed by you. It's you I seek the most, and this is why I want to go. Higher than we can go. Please lift me up
started from, observing what I left behind. I must be a reflection of the artist's mind, a truth that I just can't deny. Everywhere we go, People wanna know people wanna know who we are who we are. and where do you come from. Where do you come from? We always tell them We always tell them we are from Champol. we are from Champol. And if they can hear us, If they can hear we us, sing a little